Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und ruhigen Tag. Heute möchte ich euch das schockierende Leben von Kleopatra erzählen. Diese Königin lebte vor mehr als 2000 Jahren. Sie war sehr schön. Sie war sehr klug. Sie sprach viele Sprachen. Aber ihr Leben war alles andere als einfach. Ihre Geschichte ist voller Liebe, Macht und Gefahr. Könnt ihr euch vorstellen, in einem Palast am Meer zu leben? Könnt ihr euch vorstellen, die mächtigsten Männer der Welt zu treffen? Diese Königin hat all das erlebt. Ihr Name war Kleopatra. Kleopatra wurde 69 vor Christus geboren. Sie kam in Ägypten, in der Stadt Alexandria, zur Welt. Alexandria war eine wunderschöne Stadt am Meer. Sie hatte hohe Gebäude. Sie hatte Bibliotheken voller Bücher. Wissenschaftler und Künstler aus der ganzen Welt lebten hier. Kleopatras Vater war König Ptolemaios XII. Ihre Familie war eigentlich nicht ägyptisch, sondern griechisch. Sie waren vor vielen Jahren nach Ägypten gekommen und hatten fast 300 Jahre lang das Land regiert. Kleopatra hatte Geschwister. In ihrer Familie heirateten manchmal Geschwister untereinander. Das war Tradition bei ägyptischen Königen und Königinnen. Aber es führte auch zu vielen Problemen. Brüder kämpften gegen Brüder. Schwestern stritten miteinander. Jeder wollte König oder Königin werden. Jeder wollte Macht. Als Kleopatra jung war, lernte sie viele Dinge. Sie liebte das Lernen. Sie lernte in vielen Sprachen zu lesen und zu schreiben. Natürlich sprach sie Griechisch, aber sie lernte auch die ägyptische Sprache. Das war etwas Besonderes, denn die meisten Könige und Königinnen ihrer Familie hatten nie Ägyptisch gelernt. Für sie war es nicht wichtig. Aber Kleopatra war anders. Sie wollte mit ihrem Volk sprechen. Sie wollte, dass sie liebten. Gleichzeitig studierte sie Wissenschaft und Mathematik. Sie lernte Philosophie und Musik. Sie las alle Bücher in der großen Bibliothek von Alexandria. Sie stellte ständig Fragen. Sie wollte die Welt wirklich verstehen. Die Leute sagten, sie sei die klügste Person im Palast. Vielleicht war sie die klügste Person ganz Ägyptens. Aber klug zu sein reichte nicht aus. Ägypten hatte große Probleme. Das Land war nicht mehr so stark wie früher. Rom wurde von Tag zu Tag mächtiger. Rom war eine weit entfernte Stadt in Italien, aber die römischen Armeen waren überall. Sie kontrollierten immer mehr Länder. Jeder hatte Angst vor Rom. Ägypten war reich, aber schwach. Kleopatras Vater wusste das. Er versuchte, Freundschaft mit Rom zu schließen. Er gab ihnen Geld, er schickte Geschenke. Aber die Römer respektierten ihn nicht. Sie nannten ihn den Flötenspieler. Sie machten sich über ihn lustig. Als Kleopatra 18 Jahre alt war, starb ihr Vater. Das war 51 vor Christus. Nun war Kleopatra Königin. Aber es gab ein Problem. Sie musste den Thron mit ihrem Bruder teilen. Sein Name war Ptolemaios XIII. Und er war erst 10 Jahre alt. Das war Tradition. Eine Königin und ein König regierten zusammen. Aber Kleopatra wollte die Macht nicht teilen. Sie war klug und stark. Ihr Bruder war nur ein Kind. Zunächst schien alles in Ordnung zu sein. Kleopatra und ihr Bruder regierten gemeinsam. Aber die eigentliche Macht lag bei Kleopatra. Sie traf die Entscheidungen. Sie sprach mit ausländischen Gästen. Sie kontrollierte das Geld. Die Berater ihres Bruders mochten das überhaupt nicht. Sie wollten, dass der Junge der wahre König ist. Sie wollten ihn kontrollieren. Sie wollten keine starke Königin. Diese Berater begannen, gegen Kleopatra zu arbeiten. Sie sagten den Menschen, sie sei gefährlich. Sie sagten, sie wolle zu viel Macht. Sie sagten, sie respektiere die Tradition nicht. Langsam wandten sie die Menschen gegen sie. Nach 3 Jahren zwangen sie Kleopatra, Ägypten zu verlassen. Sie musste fliehen. Sie ging nach Syrien. Sie war erst 21 Jahre alt und hatte ihr Königreich verloren. Aber Kleopatra gab nicht auf. Sie war in Syrien, aber sie setzte sich nicht hin und weinte. Sie begann, einen Plan zu machen. Sie brauchte eine Armee. Sie brauchte Geld. Sie brauchte Hilfe. Sie sprach mit lokalen Führern.
Sie machte Versprechen. Sie sammelte Soldaten. Sie würde für ihren Thron kämpfen. Sie würde nach Ägypten zurückkehren. Während Kleopatra in Syrien war, geschah etwas Wichtiges. Ein römischer General kam nach Ägypten. Sein Name war Julius Caesar. Caesar war einer der mächtigsten Männer der Welt. Er verfolgte seinen Feind. Sein Feind hieß Pompeius. Pompeius floh nach Ägypten. Er dachte, die Ägypter würden ihm helfen, aber er irrte sich. Als Pompeius in Ägypten ankam, töteten Ptolemaios' Berater ihn. Sie dachten, das würde Caesar erfreuen. Sie glaubten, Caesar würde ihr Freund sein. Caesar kam ein paar Tage später nach Ägypten, aber er war über Pompeius' Tod nicht glücklich. Er fand es nicht ehrenhaft, wie sie ihn getötet hatten. Jetzt war Caesar in Alexandria. Er wohnte im königlichen Palast. Und hier wird unsere Geschichte richtig interessant. Kleopatra hörte, dass Caesar in Ägypten war. Sie wusste, dass dies ihre Chance war. Sie musste ihn unbedingt treffen. Sie musste mit ihm sprechen. Wenn Caesar ihr helfen würde, könnte sie wieder Königin werden. Aber es gab ein großes Problem. Kleopatras Bruder und seine Berater kontrollierten Alexandria. Wenn Kleopatra versuchen würde, in die Stadt zu gehen, würden sie töten. Sie konnte nicht einfach durch das Tor gehen. Sie brauchte einen cleveren Plan. Und Kleopatra war wirklich sehr klug. Eines Nachts kam ein kleines Boot zum Palast. Ein Mann stieg aus dem Boot. Er hatte einen großen Teppich bei sich. Der Mann sagte, er bringe ein Geschenk für Caesar. Die Wachen ließen ihn herein. Der Mann ging in Caesars Zimmer. Er legte den Teppich auf den Boden. Dann rollte er den Teppich aus. Und Kleopatra kam heraus. Sie hatte sich im Teppich versteckt. So traf sie Julius Caesar. Caesar war überrascht. Gleichzeitig war er auch beeindruckt. Diese Frau war mutig, sie war klug. Sie hatte ihr Leben riskiert, um mit ihm zu sprechen. Kleopatra sprach Latein mit Caesar. Sie sprach wunderschön. Sie war beeindruckend. Sie war sehr intelligent. Sie erzählte Caesar von den Problemen in Ägypten. Sie sagte, dass die Berater ihres Bruders schlecht für das Land seien. Sie sagte, dass sie diejenige sei, die Königin sein sollte. Caesar hörte ihr zu. Caesar war 52 Jahre alt. Kleopatra war 21. Aber sie wurden einander sehr nahe. Einige sagen, sie hätten sich verliebt. Andere denken, Kleopatra habe ihn nur benutzt. Vielleicht stimmt beides. Caesar entschied sich, Kleopatra zu helfen. Er sagte, dass sie wieder Königin werden sollte. Er fügte hinzu, dass sie gemäß der Tradition zusammen mit ihrem Bruder regieren sollte. Aber die Berater von Ptolemaios akzeptierten das nicht. Sie begannen einen Krieg. Sie griffen den Palast an. Caesar und Kleopatra waren eingeschlossen. Sie hatten nur wenige römische Soldaten bei sich. Die ägyptische Armee war draußen. Sie versuchten, den Hafen in Brand zu setzen. Das Feuer breitete sich aus. Manche sagen, dass in dieser Zeit auch die große Bibliothek von Alexandria verbrannte. Viele Bücher gingen für immer verloren. Der Krieg dauerte Monate. Es war sehr gefährlich. Schließlich kamen mehr römische Soldaten. Sie besiegten die Armee von Ptolemaios. Der junge König versuchte zu fliehen. Er wollte den Nil überqueren, aber sein Boot sank. Er ertrank. Nun war Kleopatra wieder Königin. Sie war in Sicherheit. Caesar hatte sie gerettet. Kleopatra und Caesar verbrachten mehr Zeit miteinander. Sie reisten auf dem Nil. Sie sahen die Pyramiden. Sie sprachen über Geschichte und Wissenschaft. Kleopatra wurde schwanger. Sie bekam einen Jungen. Sie nannte ihn Caesarion. Dieser Name bedeutet kleiner Caesar. Kleopatra sagte, dass Caesar der Vater des Kindes sei. Später reiste sie mit ihrem Sohn nach Rom. Sie wollte, dass die Leute sie sehen. Sie wollte, dass sie ihr Respekt zollen. Sie wohnte in Caesars Villa. Einige Römer waren darüber verärgert. Sie mochten keine ausländischen Königinnen. Sie mochten auch Caesars Macht nicht. Dann geschah etwas Schreckliches. 44 vor Christus wurde Julius Caesar getötet. Eine Gruppe römischer Senatoren ermordete ihn. Sie stachen ihn mehrfach nieder.
Sie sagten, er wollte König werden. In Rom wollten sie aber keinen König. Sie wollten eine Republik. Caesars Tod veränderte alles. Kleopatra war zu dieser Zeit in Rom. Sie hatte Angst. Sie nahm ihren Sohn und kehrte schnell nach Ägypten zurück. Sie wusste nicht, was als nächstes geschehen würde. Nach Caesars Tod brach in Rom erneut Krieg aus. Verschiedene Männer wollten Rom regieren. Einer dieser Männer war Marcus Antonius. Er war ein General, mutig und stark. Er war ein Freund von Caesar. Marcus Antonius und ein anderer Mann, Octavian, besiegten Caesars Mörder. Dann teilten sie die römische Welt unter sich auf. Octavian kontrollierte den Westen, Marcus Antonius den Osten. Marcus Antonius brauchte Geld. Er brauchte Geld für seine Armeen. Ägypten war reich. Deshalb bat er Kleopatra, ihn zu treffen. Sie trafen sich in der Stadt Tarsus. Kleopatra kam mit einem prächtigen Schiff. Das Schiff hatte violette Segel und silberne Ruder. Kleopatra trug teure Kleidung. Sie sah aus wie eine Göttin. Marcus Antonius war beeindruckt. Genau wie bei Caesar wurden auch Kleopatra und Marcus Antonius sehr eng miteinander verbunden. Sie verliebten sich. Oder vielleicht brauchten sie einander einfach. Antonius brauchte das Geld Ägyptens. Kleopatra hingegen den Schutz Roms. Sie verbrachten viel Zeit zusammen. Sie feierten Partys. Sie amüsierten sich. Kleopatra bekam 3 Kinder von Marcus Antonius. 2 davon waren Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Dann wurde noch ein weiterer Junge geboren. Aber das machte Octavian sehr wütend. Octavian war in Rom und mochte Marcus Antonius nicht mehr. Er sagte den Leuten, Antonius habe Rom vergessen. Er behauptete, Antonius liebe eine ausländische Königin mehr als sein eigenes Land. Er sagte, Kleopatra sei gefährlich. Er behauptete, sie wolle Rom kontrollieren. Langsam hetzte er das römische Volk gegen Marcus Antonius und Kleopatra auf. Im Jahr 31 vor Christus gab es eine große Schlacht. Sie fand auf dem Meer in der Nähe eines Ortes namens Actium statt. Marcus Antonius und Kleopatra hatten viele Schiffe. Octavian hatte ebenfalls viele Schiffe. Sie kämpften stundenlang, aber Marcus Antonius und Kleopatra verloren. Plötzlich drehten Kleopatras Schiffe um. Sie segelten aus der Schlacht weg. Marcus Antonius folgte ihr. Seine Flotte blieb zurück. Viele seiner Soldaten fühlten sich verraten. Sie kapitulierten. Marcus Antonius und Kleopatra kehrten nach Ägypten zurück. Sie wussten, dass Octavian kommen würde. Sie versuchten, sich vorzubereiten. Sie suchten nach Verbündeten, aber niemand wollte helfen. Octavian war zu mächtig. Ein Jahr später kam Octavians Armee nach Ägypten. Es gab einen kleinen Kampf. Marcus Antonius verlor wieder. Er hörte das Gerücht, dass Kleopatra tot sei. Er war so traurig, dass er sich mit seinem eigenen Schwert verletzte. Aber das war nicht wahr. Kleopatra lebte noch. Diener brachten den sterbenden Marcus Antonius zu Kleopatra. Er starb in ihren Armen. Nun war Kleopatra allein. Octavian nahm sie gefangen. Er war höflich, aber sie war nun seine Gefangene. Kleopatra wusste, was passieren würde. Octavian würde sie nach Rom bringen. Er würde sie in einer Triumphparade zeigen. Sie würde vor allen ein Gefangener sein. Für eine Königin war dies das Schlimmste. Sie konnte diese Schande nicht akzeptieren. Am 12. August 30 vor Christus starb Kleopatra. Sie war 39 Jahre alt. Die Menschen sagen, sie habe Selbstmord begangen. Manche sagen, eine Schlange habe sie gebissen, andere, sie habe Gift benutzt. Niemand weiß es genau. Aber sie wählte ihren Tod selbst. Sie ließ nicht zu, dass Octavian ihr Ende kontrollierte. Mit Kleopatras Tod hörte Ägypten auf, ein unabhängiges Land zu sein. Octavian nahm Ägypten ein. Es wurde Teil des Römischen Reiches. Kleopatra war die letzte Pharaonin Ägyptens. Nach ihr gab es keine Könige oder Königinnen mehr in Ägypten. Ägypten wurde Teil Roms. Später wurde es Teil anderer Reiche. Aber für sehr lange Zeit war es nie wieder unabhängig.
Kleopatras Geschichte ist über 2000 Jahre alt, aber die Menschen erinnern sich immer noch an sie. Warum erinnern wir uns? Weil sie anders war. Sie war eine Frau in einer Welt mächtiger Männer. Sie nutzte ihre Intelligenz. Sie sprach viele Sprachen. Sie beschäftigte sich mit Wissenschaft und Philosophie. Sie setzte nicht nur ihre Schönheit ein, sie nutzte ihren Verstand. Natürlich machte sie auch Fehler. Einige ihrer Entscheidungen waren falsch. Manche sagen, sie habe die Macht mehr geschätzt als ihr Volk. Vielleicht stimmt das. Aber sie lebte in einer sehr gefährlichen Zeit. Sie versuchte, Ägypten zu schützen. Sie versuchte, ihr Land frei zu halten. Fast hätte sie es geschafft. Kleopatra hat uns etwas Wichtiges gezeigt. Sie zeigte, dass Intelligenz Macht ist. Sie zeigte, dass das Erlernen von Sprachen und das Lesen von Büchern das Leben verändern kann. Sie zeigte, wie wichtig es ist, auch in schwierigen Zeiten mutig zu sein. Sie war nicht perfekt. Aber wer ist das schon? Aber sie gab niemals auf. Sie kämpfte bis zum letzten Moment. Heute, wenn wir Englisch lernen, tun wir im Grunde etwas Ähnliches. Wir lernen eine neue Sprache. Wir öffnen neue Türen. Wir machen uns selbst stärker. Jedes Wort, das wir lernen, ist ein kleiner Sieg. Jede Geschichte, die wir hören, hilft uns, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. So wie Kleopatra viele Sprachen lernte, um mit verschiedenen Menschen sprechen zu können, lernen wir Englisch, um mit der Welt in Verbindung zu treten. Danke, dass ihr heute dieser Geschichte zugehört habt. Ich hoffe, diese Reise durch die Geschichte hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch auch beim Englischlernen geholfen. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, vergesst nicht, sie zu liken. Wenn ihr mehr Geschichten wie diese hören wollt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr Vorschläge für andere historische Geschichten habt, hinterlasst unten einen Kommentar. Bis zur nächsten Geschichte, Freunde. Lernt weiter, hört weiter zu und genießt diese schöne Reise.